Ich habe was Schönes im Netz gefunden und zwar gibt es jetzt endlich die Möglichkeit, dich mit einem Monitor hier über dein iPhone selbst zu filmen bzw. auch selbst zu überwachen. Das funktioniert richtig super. Hier direkt einfach nur angesteckt und schon kannst du die hinteren Kameras benutzen und dich selber beim Vloggen oder natürlich auch beim Filmen überwachen. Endlich ist es möglich. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. In der Verpackung gibt es natürlich folgenden Inhalt. Zum ersten, klar, das Display. Dann wiederum die Halterung fürs Telefon und ein USB-A auf USB-C-Kabel sowie die Fernbedienung und natürlich nochmal ein Schutzsack, wo man dann sozusagen hier den Monitor und sämtliches Zubehör mit einlegen kann. Nehmen wir uns mal die Sachen einzeln vor, und zwar geht es dann los mit dem Monitor, und der Monitor besitzt auf der einen Seite 3 verschiedene Tasten. Zum einen die Power-Taste, dann wiederum die Taste für die Helligkeit, und hier kannst du sozusagen noch umschalten, in welchen WLAN-Modus du möchtest. Dann wiederum auf der anderen Seite ein USB-C-Anschluss, und hier gibt es noch eine LED, die leuchtet dann rot, wenn du das Gerät lädst, und grün, wenn das Ganze fertig geladen ist. Ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sagen. Hier die Rückseite, Oberseite und so, alles clean. Und dann schauen wir uns mal das nächste Gadget an, und zwar ist das dann die Halterung fürs Telefon. Im oberen Bereich finden wir hier den Cold Shoe Mount, ja, und im unteren Bereich gibt es dann nochmal die 1/4 Zoll Halterung für sämtliche Stative. Das Ganze ist natürlich auch dehn- und erweiterbar, also hier kriegst du schon teilweise die größten Telefone mit ran. Man sieht natürlich hier hinten schon eine Einkerbung, und zwar ist das die magnetische Halterung für den Monitor. An dieser hält dieser Monitor natürlich absolut fest, und das klemmst du nachher am Telefon dann einfach ran. Das erkläre ich euch gleich. Klar, des Weiteren natürlich das Ladekabel USB-A auf USB-C. Dann gibt es natürlich noch eine Fernbedienung, mit der du deine Aufnahmen dann hier fernaus lösen kannst. Die Fernbedienung wird ganz einfach über Bluetooth mit deinem Telefon verbunden. Hier gibt es sozusagen auch nicht viel zu erklären, außer An- und Ausschalten. Dann kannst du hier dann direkt nochmal die Batterie wechseln, wenn die mal leer sein sollte. Und das ist ein gutes Gadget, wenn du jetzt, wie gesagt, von Weitem bzw. nicht immer an deinem Telefon bist, sondern das mal fern auslosen möchtest. Einfach draufdrücken, schon ist die Aufnahme aktiviert. Bedienungsanleitung lässt sich auch relativ schnell erklären. Das Ganze ist natürlich alles nur auf Englisch, ist aber wirklich sehr gut hier drin erklärt, auch mit Bildern und teilweise Zeichnungen, wie das Ganze hier sozusagen funktioniert und wie du das anschließen kannst. Also da kommt eigentlich jeder mit klar. Die Installation am Telefon ist natürlich auch sehr einfach, und als erstes hast du natürlich hier noch solche Gummihalterungen mit drin, die sozusagen hier die Ecken und Kanten schützen und gleichzeitig natürlich auch super halten. Dann ziehst du einfach hier die Halterung nur rüber, ausziehbar ist sie ja, und schon ist sie fest am Telefon direkt installiert. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, den Monitor hier aufzulegen. Der hält magnetisch, und du siehst schon, du kannst den Monitor natürlich schieben, je nachdem, wo du denn sozusagen deine Vorschau haben möchtest, nicht zu weit rein. Da siehst du dann natürlich, geht es in die Kameras, das sollte nicht sein. Also ein bisschen weiter nach unten schieben, und vom Prinzip her kann man wirklich sagen, also der hält hier sehr, sehr fest. Also da kann man wirklich nichts abfallen. Auch die andere Seite nochmal probieren. Hier ist wirklich eine Garantie, dass der Monitor dann optimal auch an deinem Telefon hält und du optimal vloggen kannst mit den hinteren Kameras und dich endlich siehst. Bei der Installation ist natürlich auch nicht allzu viel zu beachten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier diesen Monitor mit deinem Telefon zu verbinden über das WLAN, und wir machen jetzt mal, die erste Möglichkeit ist natürlich erstmal das Ganze hier dann auf On schalten, 3 Sekunden warten, und es aktiviert sich dann wiederum hier das Display. Beim ersten Verbinden muss hier der Schalter unten auf M gestellt sein, und dann siehst du natürlich hier schon im Display, was du machen sollst, und hier zeigt er dir auch das WLAN an, und das erscheint natürlich dann auch direkt in deinem Telefon. Einfach reingehen in das WLAN,
und schon ist das Ganze hier verknüpft. Du kannst natürlich dann nochmal, wenn du jetzt über andere Verbindungen hier reingehen möchtest, über den QR-Code ebenfalls die WLAN-Verbindung aktivieren. Das braucht man aber nicht, weil es relativ einfach ist. So, dann gehst du in dein Menü vom Telefon, natürlich hier in die Verbindung und siehst bei der Bildschirmsynchronisierung natürlich auch hier diesen Monitor. Beim ersten Mal bitte aufpassen, da müsst ihr noch das Passwort eingeben. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn ihr euch sozusagen mit eurem Telefon synchronisiert. Und dann einfach nur hier raufdrücken und dann siehst du, dann wird der Home-Bildschirm hier synchronisiert. Und das ist natürlich eine super Sache, denn du siehst jetzt schon mal komplett dein Telefon auf diesem kleinen Monitor. Dann geht man in die Kameraeinstellung, wiederum hier, und dann sieht man natürlich auch das Bild von der Kamera, je nachdem, wo du das sozusagen hier eingestellt hast. Dann hinten noch verbinden mit dieser Halterung, den Monitor einstecken, magnetisch hält er, ne? Und dann ist das sozusagen hier wirklich zu sehen. Ein bisschen angleichen, wenn du jetzt nochmal nach unten und nach oben schieben möchtest. Und schon hast du wirklich dein Vlogging-Bild hier direkt im Monitor und kannst dich selbst überwachen, egal ob natürlich horizontal oder vertikal, das ist völlig egal. Hier kannst du sozusagen wirklich endlich dich sehen und das in relativ guter Qualität. Auch im Sonnenlicht ist hier sozusagen ein Sichtfeld vorhanden. Das ist jetzt nicht so groß wie der Monitor, weil es dann sozusagen spiegelt, aber es ist natürlich eine gute Variante, dass du dich sehen kannst und gleichzeitig überwachen. Es ist auch nicht jetzt hundertprozentig farbecht und so. Das kannst du jetzt bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis hier nicht erwarten. Aber es ist auf alle Fälle die beste Möglichkeit für dein Vlogging, um mit diesen Kameras hier zu filmen und nicht immer doch die lichtschwächere Selfie-Kamera nutzen zu müssen. Also hier hast du wirklich schon das volle Paket. Noch ein bisschen was zu den technischen Daten von diesem Monitor. Und zwar ist die Auflösung 400 x 800. Das Ganze hat hier ein Gewicht von 100 Gramm. Der Akku hat 800 Milliampere-Stunden, was circa für 1,5 Stunden Aufnahme reicht. Das heißt, hier kannst du 1,5 Stunden durchfilmen, dann ist der Akku leer. Wie ich schon erzählt hatte, Bedienung erfolgt dann über die Buttons. Hier kannst du dann nochmal die Helligkeit regulieren. Das geht in verschiedenen Stufen, da musst du nicht viel einstellen. In 3 Stufen, das sieht man, das ist ganz hell. Das ist sozusagen jetzt ganz dunkel, das ist mittelhell und dann sind wir wieder ganz hell und die Helligkeit reicht wirklich aus, um hier wirklich eine optimale Überwachung zu bekommen von deinem Bild, was du sozusagen gerade aufnehmen möchtest. Wer sich jetzt die Blackmagic App geholt hat, der hat natürlich noch einen riesen Vorteil und zwar hat er dann die Funktionen nicht mehr auf dem Display. Das heißt sozusagen, die Blackmagic App hat natürlich die Möglichkeit, hier ganz einfach ohne die Anzeige direkt zu spiegeln, also auf Monitor Clear stellen bei der Blackmagic App und dann hast du sozusagen hier ein richtiges cleanes Monitorbild ohne irgendwelchen Anzeigen Quatsch, denn den hast du natürlich bei der normalen Kamera hier beim iPhone dann mit drin, das sieht man, ne? Und wenn du jetzt sozusagen, wie gesagt, die Blackmagic App nutzt, dann hast du das Ganze nicht. Das ist natürlich dann noch ein Stück kleiner, aber vom Prinzip her, wer es braucht und wer es mal irgendwie nutzen möchte, über die Blackmagic App, das macht sich natürlich hier deutlich besser. Zum Thema Vlogging ist es natürlich dann möglich, hier sämtliche Sticks anzuschließen, die du haben möchtest. Und ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel genommen. Das geht dann natürlich auch im Hochkantformat, dass du hier sozusagen dich filmen kannst oder halt im Querformat, je nachdem wie du möchtest, andersrum, wenn du die Kamera so ein bisschen mal in Bodennähe hast. Also das funktioniert sehr gut und dank der schönen magnetischen Halterung, die hier wirklich absolut korrekt den Monitor hält, ist hier sozusagen auch der Halt super gewährleistet und du kannst hier alles anschließen, was du möchtest und dann, wie gesagt, von der Ferne nochmal auslösen, mit Bluetooth verbinden, on-off und dann kannst du sozusagen auch noch ein bisschen weiter weggehen. Kommen wir mal zum Fazit der ganzen Geschichte und hier muss ich sagen, alles richtig gemacht. Es ist keine Farbechtheit, es ist natürlich auch dann von der Helligkeit ausreichend. Du kannst im Sonnenlicht dich überwachen und dein Bild überwachen, du kannst es verschieben und du kannst natürlich auch hier diesen Monitor etwas weiter für die Überwachung deines Bildes verwenden. Das geht innerhalb des WLANs, 6 bis 8 Meter
schätze ich mal, wird das werden. Und so kannst du dann auch von der Ferne mal die Aufnahme überwachen, wenn du nicht immer hier aufs Telefon schauen möchtest. Auch eine gute Geschichte, dann wie gesagt hier die Variabilität, dass du das hier noch schieben kannst. Dann hält der natürlich noch richtig super. Preislich auch absolut sauber. Hier gibt es einen VK von 69,99 €. Momentan gibt es den günstiger bei Amazon. Ich habe ihn jetzt für 20% billiger bekommen. Das heißt, so eine Aktion ist momentan, da kriegst du 20% Rabatt auf das Ganze. Ob das natürlich dann ist, wenn ihr das Video seht, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle schaut mal in meine Videobeschreibung. Ich habe den Link direkt mit eingesetzt und da könnt ihr natürlich mal prüfen, ob die 20% noch existent sind. Also entweder 69,99 € oder wenn du die 20% abziehst, dann sind es um die 50 €, die du hier für dieses wunderbare Teil bezahlst. Und das ist natürlich nicht viel. 100 Gramm und eine absolute Überwachung. 1,5 Stunden hier Akkulaufzeit. Da kannst du schon eine Menge mit bewegen, wenn du jetzt unterwegs bist. Also ich muss sagen, das ist eine gute Alternative für alle Vlogger, für alle Urlaubsfilmer, die jetzt keine Actionkamera mit extra mitnehmen möchten, die jetzt keine andere Kamera verwenden möchten, die einfach nur ihr Telefon, was ja gut ist, verwenden. Und gleichzeitig gibt es das Ganze natürlich auch noch für alle Telefone. Es ist jetzt nicht direkt aufs iPhone eingeschränkt. Allerdings habe ich gehört, dass die Installation unter Android etwas komplizierter sein soll, dann aber auch gelingt. Also du kannst natürlich mit der Universalhalterung hier auch ein Samsung anschließen oder je nachdem, was du sozusagen hast. Das ist alles möglich. Ich verlasse mich filmisch mehr auf das iPhone, weil ich das gewohnt bin und deswegen habe ich euch die Präsentation auch mit dem iPhone gemacht. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit sage ich Tschüss, Bye Bye und Winke Winke.